Wenn ein Künstler auf einer Bühne steht und ein Konzert gibt, ist Applaus sicher die wichtigste Bestätigung der Menschen in diesem Moment. Johnny Cash war in seinem Leben mehr als 40 Jahre auf Tour und hat in seinen vielen tausenden Konzerten und Live-Shows sicher viel Applaus erhalten. Darüber hinaus gibt es aber auch noch viele, viele weitere mögliche Preise, Auszeichnungen und Ehrungen, die sich ein Künstler verdienen kann und die Cash auch im Laufe seines Lebens erhalten hat. Zuletzt wurde er als erster Musiker mit einer Statue im US-Kapitol in Washington geehrt. Das war im September 2024. Dieses Lebenswerk von Johnny Cash mit seinen Preisen, Auszeichnungen und Ehrungen ist Thema meiner heutigen Folge. Ich freue mich, wenn du interessiert bist und dran bleibst. Am Schluss präsentiere ich Johnnys Statement für ein Leben, das auf Schienen direkt zum Himmel führt. Life's a Railway to Heaven. Damit herzlich willkommen zu Memories of Johnny. Gleich nach dem kurzen Intro geht's los. Hello, I'm Johnny Cash. Zunächst ein persönlicher Hinweis. Mein Kanal Memories of Johnny ist jetzt beinahe 2 Jahre alt und diese Folge ist mein 60. Video. Ja, Zeit vergeht und das sieht man auch schon daran, dass Cash inzwischen auch schon fast 23 Jahre tot ist. Durch seine Musik, seine Auszeichnungen und Ehrungen lebt er allerdings weiter. Ich finde, dass alleine schon seine Statue im US-Kapitol als erster und einziger Musiker überhaupt zeigt, dass er ein absoluter Ausnahmekünstler war und eigentlich auch noch immer ist. Nichtsdestotrotz ist das Thema meiner heutigen Folge nicht ganz einfach, denn eine bloße Aufzählung dieser Preise, Auszeichnungen und Ehrungen würde wahrscheinlich Stunden dauern und auch ziemlich langweilen. Ich will es trotzdem versuchen und mit dir gemeinsam näher hinschauen. Dazu beginne ich mit dem Johnny Cash Museum. Das hat 2013 in Nashville eröffnet und dort sind viele persönliche Exponate zu sehen, auch viele seiner Preise und Auszeichnungen, wie zum Beispiel diese Wand, die ich im Hintergrund einblende, mit Cashs Silber-, Gold- und Platinschallplatten. Ich selbst war noch nicht dort, möchte es aber irgendwann gerne mal besuchen. Übrigens, da man keine Fotos aus dem Netz verwenden darf, habe ich diese Wand aus einem meiner Bücher abfotografiert. Eine Doppelseite, daher der Knick in der Mitte. Die Idee eines Museums ist nicht neu. Johnny Cash und seine Frau June Carter hatten diese Idee bereits schon 1970. Das war in einem ehemaligen Theater in Hendersonville. Das ist der Ort, in dem die beiden in der Nähe des Old Hickory Lakes gelebt haben. Sie nannten das Museum House of Cash und es wurde lange Zeit von Johnnys Schwester Reba geleitet. 1995 musste dieses Museum schließen. Das neue Museum, für was in 2013 eröffnet hat, war eine Initiative von Shannon und Bill Miller. Die beiden waren mit den Cashs eng befreundet und finanzierten dieses Projekt auch nahezu aus eigener Tasche. Es ist die größte Ausstellung von Johnny Cash Exponaten, Gitarren, Anzüge, persönliche Notizen, seine Alben, die Silber-, Gold- und Platinplatten sowie viele weitere Awards und Auszeichnungen. Von allen seinen Preisen und Ehrungen sagt meiner Meinung nach allerdings die Vielzahl von Silber-, Gold- und Platinplatten am wenigsten über sein Lebenswerk aus, denn die bekommt man für gute Plattenverkäufe und wie ich in einigen Videos ja schon mal erwähnt habe, hat Cash so etwa ab Mitte der 70er bis Anfang der 90er weniger Platten verkauft. Bei den weiteren Awards und Ehrungen, da sieht es allerdings ganz anders aus. Vor allem die Auszeichnungen der Country Music Association Awards, abgekürzt CMA, also die Auszeichnungen des Country Musikverbandes, sowie die Grammys, die spielen hier eine große Rolle. Grammys sind sehr hoch dotiert, ähnlich wie der Oscar beim Film.
Und die Auszeichnungen sind zum Beispiel für die Single des Jahres, das Album des Jahres, das beste Video, die beste männliche Stimme. Cash bekam auch Preise für geschriebene Texte, so zum Beispiel für den Begleittext auf Bob Dylans Album Nashville Skyline. Den letzten Preis zu seinen Lebzeiten gab es für das 4. American Recordings Album The Man Comes Around. Es wurde Album des Jahres und der Song Hört daraus Single des Jahres. Die Preise dafür gingen auch bereits kurz nach seinem Tod im September 2003 weiter. Ich zähle aber nach wie vor hier nicht alles chronologisch auf, nur auszugsweise. 2011 wurde das Musikvideo Hört nochmal ausgezeichnet, und zwar als Greatest Music Video of All Times, also als großartigstes Musikvideo aller Zeiten. 2013 bekam Cash eine eigene Briefmarke in den Staaten und 2018 erhielt er den Arkansas Country Music Award für sein Lebenswerk, seine Lebensleistung. Seine Statue im US-Kapitol habe ich bereits erwähnt. Die wurde am 24. September 2024 feierlich eingeweiht. Bilder dazu kannst du hier hinten an meiner Wand sehen. Erwähnen möchte ich auf jeden Fall auch noch seine Mitgliedschaften in den Hall of Fames, also den Ruhmeshallen. 1976 erhielt er seinen eigenen Stern auf dem Hollywood Boulevard und bereits 1977 wurde er in die Nashville Songwriters Hall of Fame aufgenommen. Nochmal kurz zur Erläuterung. Mit einer Aufnahme in eine Hall of Fame werden laut Definition herausragende Persönlichkeiten für besondere Leistungen, Erfolge oder ihr Lebenswerk geehrt. Das gibt es beispielsweise im Sport, beim Film oder eben in der Musik. 1980 wurde Johnny Cash in die Country Music Hall of Fame aufgenommen. Da war er 48 Jahre alt und wurde damit gleichzeitig das jüngste lebende Mitglied in der Hall of Fame. Ich überspringe jetzt mal weitere Mitgliedschaften bis 1992. Da nahm ihn die Rock'n'Roll Hall of Fame auf. Das war ebenfalls eine seiner größten Ehrungen bisher. 1999 wurde er Mitglied der Rockabilly Hall of Fame und 2011 posthum nahm ihn die Gospel Hall of Fame als Mitglied auf. Es gibt auch eine Grammy Hall of Fame für besondere Alben und Songs. Die erhielt Cash zum Beispiel für Ring of Fire, I Walk the Line, den Folsom Prison Blues sowie seine Alben At Folsom Prison und At San Quentin. Bevor ich gleich zum Song komme, habe ich noch eine letzte Information zum Thema, eine Ankündigung. Demnächst steht eine weitere Ehrung für Johnny Cash an. In Nashville soll eine Straße nach ihm benannt werden. Aus der 3rd Avenue South wird dann der Johnny Cash Way. Wann genau das passiert, weiß ich nicht, aber beschlossen ist es bereits. Damit komme ich zum Song Life's a Railway to Heaven. Das Leben ist ein Schienenweg zum Himmel. Es handelt sich hier um einen älteren Gospel-Song, den Cash mit einer zusätzlichen Strophe neu arrangiert hat. Das Leben ist wie eine Fahrt auf diesen Gleisen. Es gibt Kurven, Berge und Tunnel und sonstige Hindernisse bis zum Ziel, dem Paradies. Sei wachsam, schau aufs Gleis und halte die Bremse immer bereit, falls die Fahrt zu schnell wird. So klingt der Song in meiner Version. Life is like a mountain railway with an engineer that's brave. We must make the run successful from the cradle to the grave. Heed the curves, the hills, the tunnels, never falter, never fail. Keep your hand upon the throttle and your eye upon the rail. Blessed Savior, thou wilt guide us
till we reach that blissful shore where the angels wait to join us in God's grace forevermore. As we roll along the main lines, there'll be storms and there'll be nights. There'll be sidetracks, unexpected, on the left and on the right. But with the straight always before us, in our hearts upon the prize, there'll be no disembarkation until we reach paradise. Blessed Savior, thou will guide us till we reach that blissful shore where the angels wait to join us in God's grace forevermore. So, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns in meiner nächsten Folge wieder. Eine Ehrung für Johnny Cash habe ich mir noch für den Schluss aufgehoben. 2001 wurde er vom damaligen Präsidenten George Bush mit der National Medal of Arts ausgezeichnet, einer nationalen Medaille für Künstler. Dazu wähle ich das Thema Johnny Cash und die amerikanischen Präsidenten für meine nächste Folge. Den Song muss ich mir aber noch überlegen. Und bis dahin, tschüss und bleibt gesund.